Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ihr sucht eine Tour mit Ruhe, Entspannung und trotzdem etwas zu sehen? Na, ich hätte eine schöne Panorama-Rundtour als Empfehlung für euch und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Die Anreise zu dieser Rundtour solltet ihr mit der Erzgebirgsbahn machen und den Bahnhof Hohenfichte zum Ausgangspunkt nehmen. Spötter sagen, der Bahnhof Hohenfichte sei ein besonders architektonisches Juwel und Deutschlands einziger Open-Air-Bahnhof. Warum das so ist? Es gab eine Zeit, da wurden solche Gebäude leider von der Bahn verkauft. Der neue Besitzer hatte, wie zu sehen ist, offensichtlich keinerlei Interesse an diesem Gebäude. Das Ergebnis ist leider ein trauriges. Inzwischen gibt es ein mehrjähriges Schauspiel. Die Gemeinde möchte an dem Zustand etwas ändern, den Besitzer soll es, so wird gemunkelt, nicht interessieren. Wie auch immer, machen wir uns auf den Weg und gehen die Bahnhofsstraße nach rechts. Weit müssen wir nichts gehen und schon biegen wir wieder nach links ab, hoch in den Kirchweg. Diesen kraxeln wir nach oben und werfen einen Blick auf die sehenswerte Kirche von Hohenfichte. An der ersten Kreuzung angekommen gehen wir geradeaus, auch wenn keine Ausschilderung zu sehen ist. Aber man hat nicht etwa vergessen, hier ein Schild aufzuhängen. Nein, wer genau hinsieht, der sieht das Dilemma. Irgendjemand hat das Schild einfach heruntergerissen. Schon traurig, mit welch merkwürdigen Zeitgenossen wir zusammenleben müssen. Wer nach links schaut, der wird diesen kleinen Höhenrücken erkennen. Dieser trennt hier das Flöhatal vom Tal der großen Lößnitz. Schließlich stoßen wir auf das frühere Rittergut. Dieses müssen wir zunächst umqueren, ehe wir auf die Hauptstraße stoßen, welcher wir nach rechts oben folgen. Aber wer auf den Wegweiser schaut, der entdeckt ein sehr bekanntes Schild, nämlich den Fernwanderweg Ostsee-Saaletalsperren. Am Hohen Wartestausee sind wir ihm schon einmal begegnet. Der Gasthof Hohenfichte, früher übrigens ein ganz toller Jugendclub, hat wie so viele andere Clubs und Lokale leider auch die sprichwörtlichen Segel gestrichen. Dafür gibt es zumindest beim Rittergut einen Hoffnungsschimmer, denn hier sind gerade Sanierungsarbeiten im Gange. Wir folgen der alten Augustusburger Straße und unser heutiger Weg ist ein Vorschlag der Stadt Augustusburg und wie immer findet ihr in der Beschreibung vom Video die Links zu Outdoor Active und Komoot. Ihr könnt euch dort gerne die GPS-Daten herunterladen, auch wenn der Weg ganz leicht und einfach zu finden und auch sehr gut ausgeschildert ist. Aber spätestens hier seht ihr es selbst. Bei Sonnenschein solltet ihr wenigstens an eine Kopfbedeckung denken. Schatten ist auf dieser Rundtour selten. Auch wenn der Blick hoch zur Krone des Erzgebirges, der Augustusburg, immer wieder anders schön und reizvoll ist, dreht euch trotzdem hin und wieder um. Den Blick zurück in Richtung Flöhatal finde ich ebenfalls sehr angenehm. Umso höher wir kommen, rücken die Alleebäume immer enger zusammen und schließlich erreichen wir die Turnhalle Augustusburg. Zu DDR-Zeiten war hier eine ausgesprochen beliebte Gaststätte und Diskothek. Könnten Mauern erzählen. Aber wir wollen jetzt nicht in alten Erinnerungen schwelgen, deshalb dreht euch lieber um und schaut noch einmal auf den zurückgelegten Weg. Bei klarer Sicht kann man von hier oben nämlich auch weit in Richtung Osterzgebirge schauen. Heute ist es uns leider nicht vergönnt. An der Kreuzung angekommen habt ihr die Qual der Wahl. Wer hoch aufs Schloss möchte, und das ist, ob bei Tag oder Nacht, definitiv immer einen Besuch wert, der sollte nach links abbiegen. Wollt ihr den Rundweg weitergehen, dann geht's nach rechts und wir folgen einem kleinen Stück der Straße vorbei an der Feuerwehr. An diesen kleinen Büschen vorbei biegen wir wieder rechts in den Feldweg ab.
Ich finde den Blick auf die Gemeinde Grünberg ausgesprochen angenehm. Dennoch auch hier gilt, dreht euch ab und zu um und schaut zurück auf die majestätische Augustusburg, wie sie hoch oben auf ihrem Schellenberg thront. Am Grundstück des Pferdehofes angekommen, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Der Wanderweg führt wirklich hier durch. In der Wegbeschreibung zu dieser Wanderung ist zwar von einem sehr wachsamen Hund die Rede und davon, dass man auf dem Weg bleiben soll. Ich habe den Hund aber gar nicht gesehen. Und ganz ehrlich, auf dem Weg bleiben ist doch eine Selbstverständlichkeit. Oder würdet ihr wollen, dass in eurem Grundstück herumgeschnüffelt wird? Aber was es mit etwas Glück zu sehen gibt, das ist Reitunterricht. Ich durfte zuschauen und sogar filmen und fand es ziemlich spannend. Doch vom Gucken kommen wir auch nicht ans Ziel. Also weiter geht's. Wem der Weg zu kurz ist, der hat übrigens auch hier die Möglichkeit, seine Wanderung mit dem Rundweg Grünberg zu variieren. Doch wir bleiben für heute auf unserem Panorama-Rundweg. Der Weg wird im unteren Bereich von Grünberg langsam aber sicher zum schmalen Pfad, ehe wir den Wald erreichen. Wie ihr seht, dieser hat stellenweise auch ziemlich gelitten. Immerhin, wir bekommen einen weiteren Blick in Richtung Flöhatal bzw. Tal der Großen Lößnitz geboten. Sicher könnt ihr euch noch erinnern, dort sind wir auf unserer Rundtour ab Hetzdorf auch schon gemeinsam gelaufen. Grundsätzlich ist der Weg gut begehbar, auch wenn einmal ein umgestürzter Baum liegt. Dafür ist es ja auch ein Wald und kein Park. Aus dem Wald herausgetreten haben wir noch einmal einen schönen Blick auf die Augustusburg und nähern uns langsam dem Ende unserer mit knapp 6 Kilometer kurzen Wanderung. Wir müssen nur noch nach links unten steigen, biegen an der Pferdekoppel, welche wir bereits kennen, ein weiteres Mal nach links ab, erreichen auf dem Kirchsteig die Kirche sowie die Bahnhofsstraße. Logisch, sind wir vorhin links nach oben gekraxelt, gehen wir jetzt rechts die Bahnhofsstraße zurück zu unserem Ziel, dem Bahnhof. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Panoramawanderung um Augustusburg. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. In diesem Sinne, bis bald zur nächsten Wanderung oder Eisenbahn-Highlight. Ciao!